gesehen, wie er dir ein Päckchen hingeschoben hat. Das heißt noch lange nicht, dass ich es auch genommen habe. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Der neue Lokalsender, der im Moment überall Werbung macht, der braucht so ein Teil. Und wir sollen das machen? Die haben einen Wettbewerb ausgeschrieben. Das beste Jingle wird genommen und der Gewinner bekommt 5.000 Mark. Genau. Deshalb höre ich mir das Gelaber auch nicht weiter an. Wo willst du hin? Ich hau ab. Mir reicht's. Dr. Hagemann hat mir schon so viel von Ihnen vorgeschwärmt. Er hat von mir geschwärmt? Ja, Sie sagten doch neulich, Sie sind doch seine Verlobte oder etwa nicht? Bitte, Herr Professor Albers, das können Sie natürlich nicht wissen, aber... Ja, habe ich was Falsches gesagt? Nun ja, Frau von Anstetten, sie ist nicht meine Freundin. Wie? Nein, Julia, Frau von Anstetten, sie ist nur eine gute Bekannte von mir. Aber als ich eben reinkam, da haben Sie sich... Das geht mich natürlich nichts an. Ich glaube, das haben Sie etwas falsch verstanden. Ich habe mich nur bei ihr bedankt für das Essen, das sie mitgebracht hat. Oh, das tut mir leid. Dann muss ich mich bei Ihnen entschuldigen. Es war nicht meine Absicht, Sie in Verlegenheit zu bringen. Macht überhaupt nichts. Einen Mann wie Lukas lasse ich mir gerne andichten. Ist ja auch selber schuld. Warum muss er uns seine Freundin so lange vorenthalten? Oh, er wird schon wissen, warum er sie versteckt. Tja, dann werde ich mich noch ein bisschen gedulden müssen, bis ich die zukünftige Frau Hagemann kennenlerne. Ich kann's auch kaum noch erwarten. Oh ja. Trotzdem hat mich außerordentlich gefreut, Sie kennenzulernen. Sie sind das hübscheste Fettnäpfchen, in das ich je getreten bin. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Ist ja sehr interessant. Warum hast du mir eigentlich nie was von der zukünftigen Frau Hagemann erzählt? Gero, du weißt doch ganz genau, dass an der Geschichte nichts dran ist. Ach, woher denn? Hallo, Fiona. Lässt du mich mal bitte vorbei? Wieso, was ist die denn für eine Laus über die Leber gelaufen? Eine ziemlich große. Hat die auch einen Namen? Ja, Frank. Was hat er denn jetzt schon wieder angestellt? Er ist mitten im Unterricht aus dem Kuckucksnest abgehauen. Woher weißt du das? Breitenbach hat's mir erzählt. Aber ich schwöre dir, dieser Rotzlöffel, wenn der nach Hause kommt, der kann was erleben. Moment mal, warum ist er denn überhaupt abgehauen? Ach, das spielt doch überhaupt keine Rolle. Fiona, was soll denn das? Hat Breitenbach denn nicht gesagt, was genau passiert ist? Ja, sie hätten irgendeinen Konflikt gehabt. Auf Deutsch, Frank ist frech geworden. Genau. Und er ist auf und davon. Und Breitenbach lässt ihn einfach gehen. Vielleicht war es ja auch gar nicht so schlimm. Also, Frank haut einfach aus dem Unterricht ab und du nennst das nicht so schlimm? Naja, Ich habe die Verantwortung für Frank übernommen. So war das mit eurem Vater besprochen. Und wenn Frank sich nicht an die Abmachungen hält, dann wird er schon sehen, was ihm blüht. was soll das denn heißen? Das kannst du dir doch denken. Du willst ihn ins Heim stecken? Das liegt ganz bei ihm. Okay. Ladies and gentlemen, we proudly present the Jingle of the Decade. Oh Mann, klingt das scheiße. Die denken, wir sind Ballaballa, wenn wir das einsenden, ja? Tja, mehr geht halt nicht. Quatsch. Wir haben doch noch gar nicht alles ausprobiert. Müssen eben noch ein paar irre Effekte dazu. Irre Effekte. Mit dem Programm? Das kannst du vergessen, das ist eine abgespeckte Version. Da kriegst du nicht mehr raus. Mann, durchhängen hilft jetzt auch nicht. Wir brauchen eben das komplette Programm. Und wo willst du die 500 Mark herkriegen, um das Ding zu bezahlen? 500 Piepen? Und keinen Pfennig weniger. Naja, da müssen wir uns eben ein bisschen umhören. Ich meine, von den Dingern müssen doch jede Menge Raubkopien rumfliegen. Was glaubst du, was ich die letzten Tage gemacht habe? Scheiße. 500 Ocken. Tja, das war's dann wohl mit dem Jingle. Wann war noch mal der Einsendeschluss?
Ist doch egal. Ohne das Programm können wir den Wettbewerb vergessen. Warte mal. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Ist so eine alte Oma überfallen. Alte Oma. Schon mal gar nicht so verkehrt. Hä? Naja, ich frage einfach Fiona, ob sie mir die 500 Eier rüberschiebt. Vergiss es. Warum sollte dir Fiona 500 Mark für ein Computerprogramm geben? Ganz einfach. Weil sie auf mich steht. Sie weiß es nur noch nicht. Hauptsache, du weißt es. Genau. Ich glaub's einfach nicht. Das ist doch echt nicht mehr normal. Mann, Gero, das Ganze war doch einfach nur ein Missverständnis. Wir haben euch halt nicht kommen gehört. Ach, darum geht's doch gar nicht. Ja, worum denn dann? Es geht darum, dass Lukas so einen Scheiß erzählt. Labert dem Professor irgendwas von der Freundin vor. Ich halt's im Kopf nicht aus. Das ist immer noch meine Sache, was ich meinem Chef von meinem Privatleben erzähle. Nein, es ist nicht deine Sache. Das geht mich genauso was an. Dass du zu feige bist, dich vor den Kollegen zu orten, das ist schon bescheuert genug. Aber dass du dir jetzt sogar noch eine Phantomfreundin erfindest, ich glaube, du hast hier ein echtes Problem. Gero, jetzt beruhig dich mal. Es ist nichts passiert. Ich will aber, dass was passiert. Ich will, dass dieser Waschlappen endlich den Mund aufmacht. Was soll ich denn machen? Soll ich zu Albers gehen und sagen, ach, tut mir leid, das mit der Freundin, das war alles nur eine Lüge? Wer redet denn hier von Albers? Ich rede von dir und deiner Verlogenheit. Verdammt nochmal. Steh doch jetzt endlich dazu, dass du schwul bist. Ich verspreche dir. Noch so eine beknackte Geschichte wie die mit der Freundin. Und die Sache zwischen uns ist endgültig gelaufen. Na, da bin ich wieder. Oh, hallo. Ich wollte gerade los. Wie grad los? Es wird Zeit, mich zu verziehen. Was? Sag mal, war mit der Marmelade was nicht in Ordnung? Genau das ist es. Hey, sag schon, was ist denn los? Ja, ich krieg langsam ein schlechtes Gewissen. Ich bin jetzt schon 3 Nächte hier und du kümmerst dich wirklich nur um mich. Dabei hast du noch so viele andere Dinge zu erledigen. Ach, so ein Quatsch. Das habe ich doch gern getan. Trotzdem, ich kann dir doch nicht ewig auf der Pelle liegen. Wo willst du denn hin? Bis jetzt habe ich immer noch was gefunden. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich dich einfach so gehen lasse. Bevor ich dir noch weiter zur Last falle? Dann hör mal auf mit diesem Gejammer. Hier, was glaubst du eigentlich, wozu ich dir die mitgebracht habe? Hm? Du brauchst einen Job. Und du kriegst auch einen Job. Ein Blick in die Stellenanzeigen genügt. Von wegen. Es ist doch immer dasselbe. Keine Wohnung, kein Job. Kein Job, keine Wohnung. Und wo ist das Problem? Das ist ein Teufelskreislauf. Da kommt man einfach nicht mehr raus. Es sei denn, man hat eine gute Fee zur Freundin. Gute Feen gibt's nur im Märchen. Och, da wäre ich mir aber nicht so sicher. Was meinst du? Das erzähle ich dir später. Jetzt wird erst mal zu Ende gefrühstückt. Hm? Guten Morgen, Frank. Oh, morgen, Fiona. Darf ich fragen, wo du gestern gewesen bist? Ich? Gestern? Ich warte. Wo soll ich schon gewesen sein? Im Kuckucksnest beim Unterricht. Bis tief in die Nacht? Nee, ich war nachher noch weg. Mit ein paar anderen vom Unterricht. Warum? Naja, ich hab was nicht verstanden im Unterricht und Da haben's dir deine Mitschüler erklärt. Ja, genau. Du hast es erfasst. Und das soll ich dir glauben? Ja, natürlich. Warum nicht? Frank, ich hab's nicht gern, wenn man mich belügt. Ich hab nicht gelogen. So. Und warum sagt Breidenbach mir, dass du mitten im Unterricht abgehauen bist? Kannst du dich noch erinnern, was du mir alles versprochen hast, damit du nicht ins Heim musst? Deine Schulden wolltest du abarbeiten. Lesen und schreiben lernen. Was soll das jetzt? Willst du mich doch abschieben oder was? Noch nicht. Aber ich warne dich. Halte dich hier an die Regeln. Was ist das? Die Regeln. Damit du sie nicht vergisst. Das ist ja das Letzte. Du weißt doch genau, dass ich das nicht lesen kann. Dann lerne es. Breidenbach sagt, es wäre schwierig, dich zu motivieren. Hier, das ist doch eine prima Motivation, oder? Zur Hölle. Der Ziege. Zufrieden? Mhm. So, jetzt darfst du mal die Augen zumachen. Was denn noch alles? Nun mach mal die Augen zu und nicht schummeln. Darf ich endlich? Moment. Jetzt darfst du. Was ist denn das?
Das sieht irgendwie aus wie ein Schlüssel. Und wofür ist der? Der ist für dein neues Zuhause. Wie bitte? Mhm. Irgendwo musst du doch wohnen. Und das ist der Schlüssel zu deinem Zimmer hier in der Pension. Hm? Aber das geht doch nicht. Wieso denn nicht? Passen dir deine Nachbarn nicht? Nein, aber ich kann das nicht bezahlen. Ich hab doch nichts. Wer sagt denn, dass du was zahlen sollst? Du meinst... Nein, das kann ich nicht annehmen. Also doch, wozu sind Freunde denn sonst da? Ja, aber... Kein Aber. Das hast du damals auch zu mir gesagt, als es mir schlecht ging und du mir geholfen hast. Okay? Das war doch was ganz anderes. Ich kann mich jetzt endlich mal revanchieren. Also, was ist? Hm? Danke. Du bist echt ein Schatz. Schon gut. Na komm, setz dich, iss was. Danke. Ich habe keinen Hunger. Wie du willst. Schmeckt sehr lecker. Das ist mir egal. Hast du was am Magen? Nein, ich habe was mit Lukas. Leider. Ich habe gestern rausgefunden, dass mein Freund ein Doppelleben führt. Wie bitte? Ja, privat ist er mein Lover und im Job ist er der kreuzbrave Hetero. Zumindest tut er so. Ich verstehe überhaupt nichts. Er hat unserem Chef erzählt, er hätte eine Freundin. Warum denn das? Weil er feige ist. Feige und verlogen. Statt endlich offen zu zeigen, dass er mit mir zusammen ist, lässt er sich eine Lügengeschichte nach der anderen einfallen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Was kommt dir bekannt vor? Dass ein Schwuler Ausreden erfindet, weil er zu feige ist, um sich zu outen. Kommt dir das nicht auch irgendwie bekannt vor? Nein. Dann muss ich dir auf die Sprünge helfen. Damals, als du mit Julia zusammen warst, da warst du... Ja, ich weiß schon, was jetzt kommt. Georg, bitte. Ich verstehe, dass du wütend auf die ganze Situation bist. Aber bevor du weiter auf Lukas Sollte rumhackst... ich mir lieber an die eigene Nase fassen? Ich weiß. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Na komm. Willst du nicht doch was essen? Was gibt's denn? Salat mit Putenbrust. Ganz leicht verträglich. Die sind aber wirklich schön. Wie komme ich zu der Ehre? Ich wollte mich bei dir bedanken. Wofür? Ja, für das Essen, was du vorbeigebracht hast. Ach Mann, aber davon hast du doch überhaupt nichts gegessen. Ja, ich habe mich aber trotzdem gefreut. Die Sache mit Professor Albers ist ja wohl ein bisschen schief gelaufen. Ein bisschen ist gut. Wieso hast du denn die Geschichte mit der Freundin überhaupt in die Welt gesetzt? Naja, also es ist so. Wenn ein Arzt neu in eine Klinik kommt, dann stürzen sich gleich alle Schwestern auf ihn. Schlimmer als in jedem Arztroman. Ja und? Naja, und um mir die versammelten Singles der Klinik vom Hals zu halten, habe ich halt diese Freundin erfunden. Ist ja eigentlich ganz geschickt. Bloß bei den netten Pflegern hast du dann auch verschissen. Ja, und bei Gero wohl leider auch. Ja. Der denkt natürlich, du wolltest vertuschen, dass du schwul bist. Ich würde ihm ja gerne alles erklären, aber... Was aber? Ach, du hast es doch selbst mitbekommen. Wenn ich irgendwas sagen will, fährt er mir sofort über den Mund. Tja, dann hilft wohl nur noch eins. Du musst ihn an einen Stuhl binden und ihm den Mund zukleben. Danke. Für den Tipp bringe ich dir morgen gleich noch einen Strauß. Sie haben schon so viel für mich getan. Das mit dem Sie, das lassen wir doch mal ganz schnell. Hm? Ich bin Fiona. Ich bin die Cleo. Vielen Dank nochmal. Oh, ich muss aber jetzt los, sonst verpasse ich die Angebote im Supermarkt. Oh, dann will ich dich nicht länger aufhalten. Bis später. Bis später. Cleo. Fiona. Oh, tschüss, Fiona. Mit Fiona hast du echt einen Glücksgriff gemacht, ha? Ich weiß, was meinst du, warum ich noch hier bin? Jetzt lass uns mal schnell was essen. Sophie, Ja? ich habe da noch eine Bitte. Du willst noch ein Zimmer? Nein, es geht um Folgendes. Ich möchte nicht, dass hier irgendjemand in der Pension erfährt, dass ich auf dem Strich war. Fiona, noch sonst irgendjemand. Gela. Cleo. Cleo, für wen hältst du mich eigentlich? Na, für meine beste Freundin. Eben, was soll dann dieser Schwachsinn? Mann, auch die besten Freundinnen verplappern sich mal. Aber nicht, wenn sie so viele Winston heißen. Voilà. Merci.
Nee, der ist beim Streetball. So ein Mist. War der denn verabredet? Nee, nicht direkt, aber ich habe ihm aufs Band gelabert, dass ich komme und so. Hat er wohl nicht mitgekriegt. Ja, das sehe ich auch. Hätte ich mir eigentlich denken können. Bei mir läuft echt alles schief. Wieso, was läuft denn schief bei dir? Naja, es nervt einfach alles. Vor allem Fiona. Die drückt mir echt ein Ding nach dem anderen rein. Fiona? Ja, der tickt nicht mehr ganz sauber. Die hängt mir ständig am Arsch. Tu dies, tu das. Soll ich euch mal erzählen, welches Ding sie sich heute Morgen geleistet hat? Lass mich raten. Sie wollte, dass du die Kneipe mit deiner Zahnbürste schrubbst, hä? Viel schlimmer. Sie hat mir aufgeschrieben, was ich alles zu tun habe. Und diese beknackten Regeln soll ich mir jetzt immer wieder anschauen. Was soll das denn? Ich meine, du kannst das Zeug doch sowieso nicht lesen. Ja, das ist ja der Punkt. Sie hat das doch nur gemacht, um mir eins reinzuwirken, diese verkalte Zicke. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Fiona so fies ist. Also ich finde Fiona auch irgendwie total cool. Du findest sie toll, du findest sie cool, ich finde sie scheiße. Fiona ist eben eine vielseitige Frau. Naja, dann bestell Florian mal einen schönen Gruß. Du gehst schon? Willst du nicht warten, bis er wieder da ist? Nee. Warten bringt's echt nicht. Da komme ich nur auf dumme Gedanken. Auf was für welche denn? Naja, zum Beispiel, wie ich die Alte am schnellsten um die Ecke bringe. Hast du mal einen Moment Zeit für mich? Nein. Bitte, Lukas, nur ganz kurz. Nein, auch nicht ganz kurz. Du siehst doch, dass ich zu tun habe. Ja, schon, aber es ist dringend. Ich wollte mich bei dir entschuldigen, weil ich... Nein, da gibt's nichts zu entschuldigen. Lass mich jetzt bitte in Ruhe, ja? Na schön, dann eben nicht. Gero? Bevor ich's vergesse... Was war das denn? Der Versöhnungskuss. Wie bitte, du gibst mir hier im Personalraum einen... Ja, sollen wir mit unserer Versöhnung etwa bis zum Dienstschluss warten? Ja, aber das... Nein, nichts aber. Du hast Fehler gemacht, ich habe Fehler gemacht. Ich schlage vor, wir vergessen mal ganz schnell, was passiert ist. Und benehmen uns wie zwei ganz normale, vernünftige Menschen. Soll das etwa heißen, dass... Das soll heißen, dass wir uns heute einen netten Abend machen und in Ruhe noch mal über alles reden. Hm? So, jetzt muss ich aber wirklich los. Du hast doch nichts dagegen, dass ich mich ab und zu auch mal um meine Patienten kümmere? Moment mal, Freundchen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Hier wartet ein Haufen Arbeit auf dich. Der Kühlschrank ist fast leer. Die Bestecke sind nicht gewickelt. Und die Aschenbecher müssen auch mal geleert werden. Kann ich vielleicht erstmal mein Keyboard hochbringen? Nein, erst die Arbeit. Oder sollen die Gäste vor diesen vollen Aschern sitzen? Bitte schön. Wie du willst. Also jetzt pass doch auf, du machst mich ja ganz schmutzig. Kannst dich auch woanders hinstellen. Die Kneipe ist groß genug. Ich warne dich. Reiß dich zusammen. Ja, liebe Fiona. Oh, das tut mir aber leid. Also das ist doch... Fiona! Das kriegst du zurück. Verlass dich drauf! Komm mal her. Pass auf! Hi! Hey, hallo. Huch, Kathi. Das ist ein völlig neuer Look. Sieht gut aus, oder? Danke. Ich habe Kathi erzählt, dass Frank wieder da ist. Jetzt will sie ihn gleich mal besuchen. Der ist oben. Der lässt gerade seine Wut an seinem Keyboard aus. Wieso? Was hat er denn? Ach, das erzählt er dir am besten selbst. Willst du uns deine neue Kollegin nicht vorstellen? Oh, Entschuldigung. Ja, das ist Cleo, eine uralte Freundin von mir. Hi. Hi, ich bin Gero, auch ein ziemlich alter Freund von Sophie. Das ist mein Freund Lukas. Hi, Cleo. Hi. Wie uralt ist denn eure Freundschaft schon? Ach, wir kennen uns schon aus der Schule. Ja, das
Das verstehe ich aber jetzt nicht ganz. Ihr habt doch gesagt, ihr hättet euch erst nach der Schule kennengelernt. Oh nein, das hast du irgendwie falsch verstanden. Wir waren schon in der gleichen Klasse. Kannst du dich noch an so einen Mathe-Pauker erinnern? Warte. Ach, du meinst Müller? Ja, das war furchtbarer Langeweile, also schrecklich. Wieso hast du uns so eine nette Freundin denn so lange verschwiegen? Ach, wir hatten uns einfach aus den Augen verloren. Aber jetzt ist sie ja wieder da. Hier. Und was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Ich war auf der Musikhochschule. Echt? Klavier. Wie, da bist du eine richtig echte Pianistin? Nee, ich habe abgebrochen. Oh, jetzt fällt's mir wieder ein. Ich weiß jetzt wieder, wo es ist. Was? Na, das Foto, was ich dir gestern zeigen wollte. Weißt du, von der Klassenfahrt. Wir waren da auf dieser komischen Burg und wir saßen da auf so einer Kanone. Ach, das Foto. Genau, das Foto. Das zeige ich dir mal kurz. Tschüss. Das war jetzt aber ein ziemlich schneller Abgang. Wenn du mich fragst, ein bisschen zu schnell. Sag mal, spinnst du jetzt total? Wieso? Ich schwitze Blut und Wasser, was du dir als nächstes ausdenkst. Und du fragst auch noch, wieso? Ja, soll ich dir vielleicht sagen, wir haben uns auf dem Strich kennengelernt? Nein. Aber gleich Klavier und Musikhochschule, das ist ja wohl ein bisschen viel. Wie wär's denn mit Friseurin? Ja, klar. Und was mache ich denn, wenn die beiden Süßen mich um einen Haarschnitt bitten? Sag ich dann, ich habe meine Schere vergessen. Und was machst du, wenn die beiden Süßen dich ans Klavier setzen? Dann spiele ich das C-Dur-Präludium von Bach. Das was? Ich habe eine ganze Menge Klavierstunden gehabt als Kind. Also für eine verkrachte Musikstudentin reicht's noch. Das ist ja alles schön und gut. Aber diese blöde Lügerei wird mir langsam wirklich zu viel. Du hast mir versprochen, du hältst dicht. Ja, ich halte ja auch dicht. Das sind doch nur ein paar kleine Notlügen. Also, für eine kleine Notlüge ist ein Klavier aber reichlich groß, finde ich. Na gut. Also nächstes Mal mache ich es eine Nummer kleiner. Dann sage ich eben, ich war Putzfrau. Bei den Pianisten. Und, wo wart ihr überall auf Tour? Na, überall eben. Auch in Berlin? Ich glaub schon. Was heißt, du glaubst schon? Das musst du doch wissen. Ja. Soll ich wieder gehen? Nee, wieso? Naja, es sieht irgendwie so aus, als würde ich dich nerven. Nee. Dass ich so schlecht drauf bin, das hat nichts mit dir zu tun. Aber ich habe im Moment eine Stinkwut im Bauch. Aber warum denn? Ach, Fiona. Die geht mir derartig auf den Sack. Fiona? Ja. Du glaubst gar nicht, wie link die ist. Ich muss hier weg. Und zwar so schnell wie möglich. Willst du wieder als Roadie arbeiten? Quatsch. Ich muss mir ein Riesenstudio einrichten. Da muss ich dicke Kohle machen. Mindestens 1 Million. Also, wenn du wirklich scharf auf Kohle bist, dann würde ich an deiner Stelle besser hier bleiben. Willst du mich verarschen? Als Gläserspieler komme ich nie auf den grünen Zweig. Aber indem du dich bei Fiona einschmeichelst. Bei Fiona? Fiona hat mehrere Millionen geerbt. Was? Na klar. Die Alte stinkt vor Geld. Du musst es dir nur holen.